Die meisten Menschen in Deutschland verdienen Geld, aber am Ende des Monats bleibt nichts übrig. Und das Problem ist nicht dein Gehalt. Das Problem ist, wie du mit Geld umgehst. Wenn du das heute nicht änderst, wird sich dein Leben finanziell nie wirklich verbessern. In Deutschland ist das Leben in den letzten Jahren deutlich teurer geworden. Miete steigt, Lebensmittel werden teurer, Versicherungen kosten immer mehr. Viele Menschen arbeiten jeden Tag hart, stehen früh auf, gehen zur Arbeit und trotzdem haben sie am Ende des Monats Stress wegen Geld. Vielleicht kennst du dieses Gefühl selbst. Aber warum ist das so? Warum schaffen es so viele Menschen nicht, finanziell voranzukommen? Die Antwort ist einfacher, als du denkst. Sie haben kein System. Die meisten Menschen leben einfach in den Tag hinein. Das Gehalt kommt rein und geht wieder raus. Ohne Plan, ohne Überblick, ohne Kontrolle. Und genau das ist das Problem. Wenn du dein Geld wirklich in den Griff bekommen willst, brauchst du nur 3 Dinge: Kontrolle, Struktur und Planung. Fangen wir mit dem ersten Punkt an: Kontrolle. Der größte Fehler, den viele machen, ist, dass sie gar nicht wissen, wohin ihr Geld jeden Monat verschwindet. Am Anfang des Monats fühlt man sich noch sicher, aber plötzlich ist das Konto leer. Und man fragt sich, wo ist das ganze Geld geblieben? Die Lösung ist einfach, aber sehr effektiv. Schreib einen Monat lang alles auf. Wirklich alles. Jeden Kaffee, jeden Einkauf, jede Rechnung. Am Anfang wirkt das vielleicht unnötig oder sogar nervig, aber genau hier passiert die Veränderung. Denn plötzlich siehst du schwarz auf weiß, wohin dein Geld geht. Und erst dann kannst du etwas ändern. Der zweite Punkt ist Struktur. Ohne Struktur wirst du immer die Kontrolle verlieren. Deshalb ist es extrem wichtig, dein Geld klar aufzuteilen. Zum Beispiel in 3 Kategorien: Fixkosten, variable Kosten und Sparen bzw. Investieren. Fixkosten sind alles, was jeden Monat gleich bleibt: Miete, Strom, Versicherungen, Handyvertrag. Variable Kosten sind Dinge wie Essen, Freizeit, Shopping oder Ausgehen. Und dann gibt es den wichtigsten Teil: Sparen und Investieren. Viele Menschen machen den Fehler, erst am Ende des Monats zu sparen, wenn noch etwas übrig ist. Aber in den meisten Fällen bleibt nichts übrig. Deshalb musst du es umdrehen. Bezahle dich selbst zuerst. Sobald dein Gehalt kommt, legst du einen festen Betrag zur Seite. Egal ob 50 Euro oder 200 Euro. Wichtig ist die Gewohnheit. Der dritte Punkt ist Planung. Ohne Ziel macht Geld keinen Sinn. Viele Menschen sagen, ich will sparen, aber wofür? Wenn du kein klares Ziel hast, wirst du früher oder später aufgeben. Setz dir konkrete Ziele. Zum Beispiel 1000 Euro Notgroschen aufbauen, Schulden abbauen oder anfangen zu investieren. Wenn du ein klares Ziel hast, fällt es dir viel leichter, diszipliniert zu bleiben. Jetzt kommen wir zu einem der größten Fehler überhaupt: Lifestyle-Inflation. Das bedeutet, du verdienst mehr Geld, aber gibst auch mehr aus. Du bekommst eine Gehaltserhöhung und plötzlich lebst du teurer. Bessere Kleidung, teurere Restaurants, vielleicht ein besseres Auto. Und am Ende bleibt wieder nichts übrig. Genau das ist der Grund, warum viele Menschen trotz gutem Einkommen nie wirklich reich werden. Sie passen ihren Lebensstil sofort an ihr Einkommen an. Wenn du wirklich vorankommen willst, musst du genau das vermeiden. Wenn dein Einkommen steigt, sollte auch dein Spar- und Investitionsanteil steigen, nicht nur deine Ausgaben. Am Ende geht es nicht darum, wie viel du verdienst. Es geht darum, wie viel du behältst und was du daraus machst. Reiche Menschen denken langfristig. Sie bauen Systeme. Sie lassen ihr Geld für sich arbeiten. Und genau da solltest du anfangen. Du musst kein Experte sein. Du musst nicht viel Geld haben. Alles, was du brauchst, ist ein Plan
und die Bereitschaft, etwas zu verändern. Wenn du heute anfängst, dein Geld zu kontrollieren, eine klare Struktur aufzubauen und mit einem Ziel zu planen, dann wirst du in ein paar Monaten bereits einen riesigen Unterschied sehen. Und glaub mir, es gibt kaum ein besseres Gefühl, als die Kontrolle über seine Finanzen zu haben. Wenn du mehr über Geld, Sparen, Investieren und finanzielle Freiheit lernen willst, dann abonniere den Kanal. Denn hier bekommst du Wissen, das dir in der Schule niemand beigebracht hat, aber dein Leben komplett verändern kann.